TV. Natürlich erwartet mich auch dieses Mal wieder ein strenger Weight Cut. Also ich mache eine Diät, um schon mal so viel wie möglich runterzubekommen. Aber zusammengefasst könnte man sagen, in den letzten 2 Tagen verliere ich nochmal die letzten 7, 8 Liter, um sie danach wieder aufzufüllen. Natürlich kann man 7 oder 8 Liter nicht einfach so rausschwitzen, auch das muss man vorbereiten. 87,7. Very good. Ziel ist es am Montag, heute ist Mittwoch. Ziel ist es am kommenden Montag bei 87 zu sein. Also alles liegt voll im Plan. Aber die einzigen Kohlenhydrate, die ich zu mir nehme, ist jetzt daneben vor dem harten Training, also jetzt. Haferflocken und Reis und Obst, so nehme ich meine Kohlenhydrate zu mir. Brot gibt es gar keins mehr, was schon ein bisschen schade ist, weil ich gerne Brot esse, aber das macht einen fett. Durch meine lange Pause bin ich ein bisschen fett geworden, habe es mir ein bisschen gut gehen lassen und war knapp auf 94 Kilo. Habe dann unterschrieben für den Kampf, 6 Wochen vor dem Fight, also das ist dann schon relativ wenig Zeit, um runter auf 77 Kilo zu machen. Dementsprechend streng ist die Diät. Und ja, ich mache es ein bisschen nach Gefühl. Also ich habe jetzt keinen festen Plan. Ich esse Montag, Dienstag, Mittwoch das, sondern ich stelle mich jeden Tag auf die Waage und ich sehe ja, wie mein Gewicht fällt. Und ich habe den Plan, wann ich wie viel wiegen muss und dementsprechend handle ich. Also wenn ich merke, das Gewicht passt so wie jetzt, mir fehlen nur noch 700 Gramm bis zu meinem nächsten, sage ich mal, Wochenziel, dann kann ich jetzt natürlich ein bisschen mehr essen und mir ein bisschen mehr gönnen. Und wenn ich jetzt, was heißt ich, sagen wir mal 2 Kilo drüber wäre und in 4, 5 Tagen das Gewicht dann halt machen muss, dann esse ich halt nur noch sehr, sehr wenig und halt nur noch dann, wenn ich es brauche, also vor dem Training, dass ich Energie für ein Training habe und den Rest des Tages gibt es dann nur irgendwelche Gemüsebrühen und so ein Zeug halt. Ja. Schon hart, aber wenn man das Ziel vor Augen hat, dann geht es. Ja. Und die meisten essen ihr Müsli mit Milch. Ich mache mit Saft. Also ich habe immer gerne und viel Milch getrunken. Und mache ich auch jetzt noch, wenn kein Kampf ansteht. Aber mein Coach Wolfgang sagt, dass jeder Mensch in gewisser Weise laktoseintolerant ist und dass es halt schädlich für die Performance ist, zu viel Milch zu trinken. Deshalb gibt es nur ein kleines Stückchen Milch in den Kaffee, aber die Haferflocken werden mit Saft gegessen. Oft presse ich mir auch selber frischen Saft, einfach nochmal um die bessere Vitamine zu haben, aber jetzt heute Morgen keinen Bock drauf gehabt. Also. Ich will in der UFC meine Karriere beenden und ich will sie jetzt nicht beenden. Ich will weitermachen. Ich spüre das Feuer, ich habe immer noch die Leidenschaft und ich hoffe, dass es einfach noch ein bisschen weitergeht. Wir trainieren wir hart, Mann. Ich glaube nicht, dass die Leute dafür bereit sind, schon so früh am Morgen. Hoffnungen habe ich, dass ich meine Leistung abrufen kann, dass ich den Kampf gewinnen werde und dass ich halt mit einem neuen Vertrag nach Hause komme. Dann machen wir noch mal eine Runde 5 Minuten, lockeres Touch-Sparring. Wirklich nur locker. Mit kleinen Handschuhen eine 5 Minuten Runde locker berühren. Und zum Schluss noch mit einem dicken Bratzen
Noch ein paar Runden kicken, okay? Und dann war's das für heute. Ruht euch noch kurz aus und dann gehen wir weiter. Natürlich trainiere ich immer noch, jetzt auch hart, aber ich trainiere jetzt auch smart. Also heißt, ich achte besser auf meine Regeneration, einfach auf eine bessere Balance in meinem Training. Wenn ich Kreatin trinke, dann ist noch alles gut drüber. Dann sind die ganz schweren Zeiten noch nicht angebrochen. Also wir sind hier beim Maxi, Physiotherapeut. Der hat mir schon damals meine Wirbelsäule, meinen Nacken wieder repariert, sodass ich wieder fit war, um weiter zu kämpfen und weiter zu trainieren. Ja, und jetzt, kurz vor dem Kampf, 5, 6 Wochen Kampf, häufen sich einfach, sage ich mal so, die körperlichen Probleme. Und ich sag's mal immer so, wenn du ein Fiat Panda bist und einfach nur auf der Straße rumtuckerst, musst du auch nicht so oft in die Werkstatt. Aber wenn du ein Rallye-Wagen bist, der jeden Tag auf der Strecke seine Runden dreht, muss man öfter auch mal Werkstattbesuch machen und das hier ist nichts anderes. Also Britta, komm, erzähl mal ein bisschen. Wie sieht es bei dir aus? Wo klemmst du jetzt? Also mein unterer Rücken ist besser geworden. Also tut immer noch weh, aber nicht so, dass ich morgens, das war ein paar Wochen so, dass ich morgens kaum aus dem Bett rausgekommen bin. Ich habe ja diese Massagegun und mit der musste ich dann immer auflockern. Ja, so Dann die andere Sache ist mein rechter Arm. Ich habe jetzt gerade trainiert, deshalb passt es jetzt. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Aber wenn ich morgens aufstehe und irgendwie ins Regal greife und irgendwie was rausholen will, dann kriege ich meinen Arm schlecht hoch. Weißt du? Dann zieht es mir ein bisschen hier rein. Und das dritte, aber ich weiß nicht, ob man da was machen kann. die linke Faust. Die linke Faust, ich habe zum Kopf und da war die Faust noch nicht richtig zu. Und dann hat es mir so. Ich kann mit meiner linken kaum zuschlagen. Wenn ich nicht perfekt mit den Knöcheln treffe, wenn ich nur ein bisschen hier mit denen, dann bin ich mir fast in die Hose vor Schmerzen. Okay, und die Frage ist, die Schmerzen, wo treten die Schmerzen auf? Okay, Hier, alles klar. hier und auch ein bisschen hier. Weil wie gesagt, diese Bewegung, bam, dieser Schlag, so ist es passiert, weißt du? Am meisten Schmerzen ist aber der Mittelfinger und eher dieses Gelenk. Aber wie gesagt, hier und hier merke ich es auch leicht. Alles klar, da muss man halt schauen, was wir genau machen in der Hand. Gucke ich mal die Schultern, wie ist mit deinem Hals? Ist es gut geworden oder brauchst du auch noch was? Also, wenn ich sagen würde, ich merke gar nichts, das stimmt nicht. Aber ich merke fast gar nichts mehr. Aber ich glaube, so 100% wird es eh nie wieder. Also ich merke schon, wenn ich jetzt eine schnelle Bewegung hier mache oder so mache, dann... Beim Ringen? Nee, beim Kämpfen, wie gesagt, wenn ich warm bin, merke ich nichts. Super. Aber wenn ich so jetzt und auch wenn ich mich hier so reindrücke in die Stelle, leicht merke ich schon was, aber es ist kein Problem mehr. Und auch von der Kraft her und sowas. Ich mache auch zum Beispiel Kopfstand und mache meinen Nacken so warm und es funktioniert alles. Also auch die Power, Beweglichkeit ist, würde ich sagen, bei 95%. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken mal die Schulter mal an. Wir machen die Schulter, Rücken und gut, die Hand muss man halt schauen, vielleicht tapen und viel kann ich auch nicht machen. Okay, auf den Rücken legen. Also wenn du im Kampf Schmerzen spürst, dann weißt du, dass irgendwas richtig am Arsch ist. Ich habe mir die linke gebrochen, 2017. Und ich habe schon gemerkt, dass irgendwas ist, aber noch weiter draufgehauen mit der linken. Und wirklich, die Schmerzen, die kamen erst nach dem Kampf. So bei der Siegesfeier, wenn der Adrenalinspiegel so ein bisschen runterfällt und dann kommt irgendwie erst der Schmerz. Das ist unglaublich. Und dann hat es so weh getan, dass ich nicht mal mehr richtig stehen konnte. Einfach vor Schmerzen. Die mussten mir einen Stuhl holen und ich musste sitzen, weil es so weh getan hat. Und im Kampf merkst du dann, wenn nicht irgendwie der Körper schafft, das auszustellen. Ne? Gar nichts, ja. Wenn ich jetzt nicht so hart trainiere, dann habe ich relativ wenig Beschwerden. Aber mit hier 10 harten Einheiten die Woche merkst du jedes Zimperlein. Und wenn ich hier 1-2 Mal die Woche herkomme,
dann hilft mir das halt sehr in der Vorbereitung, einfach mit weniger Schmerzen und mehr Spaß alles zu machen. Im Moment, du kommst jetzt immer Spanien, ja? Man weiß nie, was behandeln wir heute, Schulter, Knie oder was kommt jetzt? Ja, die Belastungskräfte in MMA sind sehr hoch, ja, also es ist ein bisschen anders, ja, ein bisschen anders, schwierig, würde ich sagen, ja. Es kommt immer neue Sachen, ja, beim Fußballer sind meistens die untere Extremität, Knie, Sprunggelenk oder Hüfte und beim MMA-Kämpfer kann alles möglich sein, ja, alles möglich. Deswegen sage ich, es ist immer Spanien. Was kommt jetzt? Das tut so gut, Mann. Mann, das ist halt nochmal, weißt du, diese Thai-Massagen, die ich in Thailand immer für 2 € genommen habe, die sind auch nice, aber das ist halt alles so nach Schema F. So, also immer die gleiche Behandlung. Und das ist auch was hier von dem professionellen Physiotherapeut, das ist ein anderes Level, Mann. Der merkt auch richtig so, weißt du, hier ist eine Verspannung, da. Und die Thais, die kneten dich durch, das ist auch ganz nett, aber es hat nicht so eine wirklich therapeutische Wirkung, sag ich mal, weißt du. Es sei denn, man bestellt mit Happy End, dann ist das natürlich therapeutisch auch sehr wertvoll. Ich war mal mit meiner Frau in Thailand und haben sie uns massiert und zwischendrin so einen kleinen Vorhang hingemacht. Dann hat die Alte meinen Rücken massiert und als sie mich umgedreht hat, hat sie mir so gezeigt, so auf mein Ding und hat so gemacht. Und ich so, nein, danke. Und meine Frau lag neben mir. Wir waren in Thailand bei Thai-Massage, weißt du? Ja. Und dann haben sie so einen Vorhang, meine Frau neben mir, wir wurden beide massiert und dann, als ich mich umgedreht habe, hat sie so gezeigt und so. Und ich so, meine Frau liegt neben mir. Gut, entspannt. Ich bin fast eingepennt. Maxis magische Hände bewirken immer Großes. Ja, und es tut einfach gut. Also für den Körper natürlich, aber auch für den Geist, sich ein bisschen behandeln zu lassen. Es ist einfach so, der Wohlfühlfaktor steigt. Und es ist ja auch ganz wichtig, dass man sich nicht nur physisch halt gut fühlt, sondern dass man auch sich mal, sag ich mal, psychisch gut fühlt. Und da tut sowas und dann natürlich immer besonders gut. Wie gesagt, ich weiß es auch, es ist ja nicht meine erste Kapselverletzung. Kapseln sind schwer zu behandeln. Also was will man da groß machen? Jetzt im Training muss ich natürlich aufpassen, halt rechtzeitig zurückziehen und so, weil ich schon gut merke, wenn ich treffe, halt zieht es richtig rein. Und ich bin ja Linkshänder, also die linke ist mein Moneymaker. Also mit den Jahren und mit der Zeit hat sich mein Training mehr und mehr professionalisiert. Also wir fahren hier noch durchs schöne Balingen, sind aber auf dem Weg nach Stuttgart ins YPSI zu meinem Trainer Wolfgang Unsold. Und ja, der Wolfgang ist ein ganz wichtiger Trainer und Berater in meinem Team. Und wie man sieht, wenn man meine Karriere beobachtet hat, ich wurde vom Lauch zum Strauch. Ja. Früher habe ich nichts auf Krafttraining gegeben, habe gesagt, brauche ich nicht, ich bin Kampfsportler, habe mich rein aufs Kampfsporttraining konzentriert. Durch eine Knieverletzung aber war ich gezwungen, ein Jahr oder fast ein Jahr zu pausieren, konnte nicht kämpfen. Und in der Zeit habe ich halt angefangen mit dem Krafttraining und habe gesehen, welche positiven Effekte das einfach auf meine Karriere hat. Und seitdem bin ich großer Supporter und Befürworter für Krafttraining im MMA. Ja, und jetzt fahren wir zu Wolfgang. Ich brauche ein paar neue Supplements und er misst mich ja auch immer aus. Also der nimmt immer Maße von meinem Körper und kann dadurch das Fettgehalt bestimmen und sieht halt auch, wo Defizite sind und so weiter. Dementsprechend passen wir dann die Supplements an und so weiter. Und jetzt fahre ich zu ihm, konsultieren, bisschen trainieren und
Wird gut. Hauptberuflich bin ich Kraft- und Konditionstrainer und das ist auch genau das, was ich für Peter mache. Im Bereich Kraft, Konditionstraining, Ernährung, Supplementierung, so primär der körperliche Teil außerhalb des Kampfsports. Ich glaube, dass wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind, ist 10 Jahre, dass wir eng zusammenarbeiten, sind gut 5 Jahre. Wir versuchen, ein gewisses muskuläres Gleichgewicht herzustellen. Zum einen als Prävention von Verletzungen und zum anderen als Grundlage, dass sie basierend auf dieser muskulären Balance die Techniken ihres Sports, in dem Fall MMA, besser ausführen können. Und zweitens eine gewisse Basis an Maximalkraft aufzubauen. Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Das heißt, egal was ich körperlich machen will, Maximalkraft ist die Basis. Natürlich, was ich machen will und vor allem in welchem Maß ich es machen will, bestimmt dann, wie viel Maximalkraft ich benötige. Also zum Beispiel jemand, der MMA macht, braucht mehr Maximalkraft wie jemand, der Marathon läuft, denn die Anforderungen an Explosivkraft im MMA sind deutlich höher. Jemand, der bei MMA macht, braucht deutlich weniger Maximalkraft als zum Beispiel jemand, der Kugelstoß oder Hammerwurf macht, denn hier sind die Ansprüche an Explosivkraft nochmal ein Vielfaches höher. Das heißt, MMA ist ein Sport, wo wir Fokus auf muskuläre Balance und dann Fokus als Maximalkraft auf Maximalkraft als Basis aller anderen Kraftqualitäten. Das Training mit ihm hat mich athletisch auf ein ganz, ganz anderes Level gebracht. Also ich habe durch das Training mit ihm das erste Mal die Hanteln und die Gewichte in die Hand genommen und habe angefangen, die Grundübungen zu trainieren, habe meine Ernährung verändert und das Ergebnis hat man einfach in der Physis gesehen. Wir haben jetzt in den 5 Jahren, wenn wir die Kraftwerte vergleichen, die Sprünge, die Peter gemacht hat, die Entwicklung, die er gemacht hat, ist riesig. Also Beispiel jetzt vor dem aktuellen Kampf macht er Klimmzüge mit 55 Kilo Zusatzgewicht. Ich kann mich an die allererste Einheit erinnern, da waren es Klimmzüge mit 20 Kilo Zusatzgewicht. Also macht in der Zeit mittlerweile 35 Kilo mehr Zusatzgewicht. Auch bei den Kniebeugen macht er mittlerweile fast das Doppelte von dem, was er Tag 1 gemacht hat. Auch in der letzten Off-Season vor der Kampfvorbereitung hat er Kreuzheben gemacht, wo er mittlerweile auch über 200 Kilo wiegt. Also die Fortschritte an Maximalkraft in den letzten 5 Jahren sehr gut. Ziel ist es, aus Krafttraining-Sicht diese Muskelmasse und die Muskelkraft, soweit es geht, zu halten, um das, was er in seiner Off-Season aufgebaut hat, dann auch zu einem gewissen Maß in 4,5 Wochen am Kampftag abrufen kann. Ich war auch schon als junger Kerl, war ich ein guter Kämpfer und hatte eine gute Kondition und so weiter, aber physisch gesehen war ich nicht unbedingt der Stärkste. Ja? Und durch das Training mit Wolfgang habe ich meine Kraft einfach auf ein ganz anderes Level gebracht. Ruhig, weil die Familie in die Schweiz gefahren ist. Meine Frau packt sich zusammen und flieht. Ihre Familie lebt ja in der Schweiz und sie geht ihre Familie besuchen und schafft mir ein bisschen Freiraum, dass ich mich gut aufs Training und die Regeneration konzentrieren kann. Ich schmeiße sie natürlich nicht raus. Nein, ich mache es freiwillig, aber auch für mich. Für uns. Willst du etwa sagen, er ist ein bisschen grantig in der Vorbereitung? Würde ich nie, sowas würde ich nie sagen. Nie. Nein. Ich doch nicht. Ich doch nicht. Ich bin Sonnenschein. Jetzt ist ein bisschen Wundenlecken angesagt, ein bisschen regenerieren. Aber brauche ich auch dringend, weil es war sehr viel Training und relativ wenig Schlaf. Ich konnte abends nicht so gut einpennen.
Was natürlich auch mit dem Training zusammenhängt, wenn man dann so hart trainiert, dann irgendwie kommt man am Abend schlecht runter. Bin ich erst immer so, weiß ich nicht, um 1 Uhr oder so eingepennt. Aber um 6 Uhr, 6:30 Uhr ist dann halt Alarm mit den Kindern. Deshalb, ja, Schlaf war nicht so gut. Jetzt ein bisschen regenerieren, 1-2 Tage gut pennen, dann wird es mir wieder besser gehen. Gewicht ist sehr gut. Ich liege gut im Plan. Das passt alles, das freut mich. Aber ich bin auch diszipliniert. Ich habe sogar wieder mal die Waage ausgepackt und das habe ich halt schon echt lange nicht mehr gemacht. Und mit der Unterstützung von meiner Frau und von meiner Mutter, die auch noch mal zusätzlich kocht. Diese Fischplatte hat meine Mom zum Beispiel gemacht. Muss ich auch gar nicht so viel kochen. Also man kann immer wieder was rausholen und so, das erleichtert es natürlich auch. Hühnchen, Fisch und Reis. So einen kleinen Salat. Oder vielleicht macht man den lieber später. Burger und Pizza gibt es erst wieder nach dem Kampf. Ich sag mal so, auch wenn ich, sag ich mal, mache, was ich Bock habe, esse ich zu 70% trotzdem gesund. Ist dann eher so am Abend, dass ich mir dann mal was gönne. Ja, aber nach 2 Jahren gönnen heißt es jetzt wieder Diät halten. Es kotzt mich nicht mal so an. Ich habe es sogar ein bisschen vermisst. Wo macht man das Ding alle? Ey, meine Frau macht immer den Reis. Ah, hier. Jetzt. Ja, was mir natürlich schon ein bisschen fehlt, ist Schokolade. Weil ich bin eine kleine Naschkatze. Wie gesagt, immer so am Abend. Also Frühstück ist immer on point, Mittagessen ist on point, meine Snacks sind immer gut, Früchte, Nüsse und so ein Zeug. Aber am Abend gönne ich mir dann schon auch mal natürlich ein Stückchen Schokolade oder einen Kuchen oder sowas. Oder mal ein Bier. Aber das gibt es jetzt halt gar nicht. Also gar kein Alkohol. Und auch eigentlich so gut wie kein Zucker. Vielleicht mal einen Löffel Honig oder so in den Tee rein, wenn ich richtig Lust auf Süßes habe. Aber es geht. Man gewöhnt sich dran. So, die erste Woche ist nervig, aber dann irgendwann mal gewöhnt sich der Körper dran und dann geht's. Das ist wie mit allem. Man braucht eine Weile, um sich anzupassen. Und dann macht man es einfach. Und vor allem auch, wenn man das Ziel vor Augen hat und auch weiß, wofür man es macht, dann ja. Dann ist es eh einfach, finde ich. So, ein bisschen Barbecue-Soße, weil von irgendwas muss man ja leben. Abonnière Diesen Canal. Mushi.